Hallo Freunde, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man kleine Scale-Teile für große Hubschrauber in Silikon abformt und nachher am Modell benutzt. Wenn ihr noch wissen wollt, wie man zu einem kompletten Hubschrauber kommt in GFK-Bauweise, dann schaut dieses Video hier oben. Jetzt möchte ich noch einen kleinen Trick verraten, so zum Workshop, zum Mitmachen, zum selber ausprobieren. Ich werde jetzt eine Form machen von diesem Teil. Die kann man nachher ausgießen oder als GFK-Laminat-Gussform verwenden. Das ist jetzt ein Metallfrästeil. Da geht aber alles andere auch. Wir haben hier speziell schon eins gemacht zum Beispiel. Was ihr hier seht, ist eine Form. Wenn man nur wenig Teile braucht und sagt, man braucht es für das Scale-Modell, macht ein Urmodell und braucht dann dieses Teil meinetwegen 5-mal. Das ist natürlich aufwendig zu machen, wenn man jedes Teil 5-mal machen muss. Da wäre dann so eine Methode ganz gut, die ich jetzt hier zeigen werde. Am Ende entsteht eine Silikonform. Das zum Beispiel ist eine Kanone von Blusander. Ja, Kanone war es nicht. Ich glaube ein Mikrofon von Blusander, das auf der Kabinenhaube montiert ist. Das ist ein Stahldrehteil, das wir hier in Silikon abgeformt haben. Und dadurch lässt sich das beliebig oft nachmachen, sage ich jetzt mal, duplizieren. Das Ganze kommt ein bisschen aus der Zahntechnik, funktioniert aber bei uns Modellbauern sehr gut. Wir haben hier eine spezielle Silikonart, wird dann, wenn sie fest ist, relativ hart. Man sieht es hier, das ist ein Knetsilikon und das ist sehr reaktionsschnell. Man kann also innerhalb von Minuten Formen erzeugen zur Weiterbearbeitung mit GFK. Das Teil ist hier in diesem Silikon abgeformt worden. Ich tue es jetzt nochmal rein. Es ist allerdings auch Silikon, das war ja nur zur Demo gedacht. Aber dieses Teil ist ein Dämpfer an einem Rotorkopf. Könnte man jetzt auch theoretisch mit dieser Form in einem Carbon Epoxy-Laminat oder Masse erzeugen und hat man ein festes Bauteil am Ende. Wie das gemacht wird, zeige ich jetzt einmal kurz. Also wir haben jetzt hier einmal das Teil, das wir abformen wollen. Dann haben wir hier Knetsilikon. Gibt es in solchen Eimern. Da gibt es zwei Komponenten. Einmal die graue, einmal die blaue. So, von beiden müssen wir jetzt mal etwas entnehmen. Für das Teil ungefähr so lang. So ein Knüttel und von den anderen genau das gleiche. Etwa die gleiche Menge. Ja, stimmt nicht ganz, aber hier ein bisschen weniger. So, jetzt sind wir etwa gleich. Wir legen jetzt dieses Teil einfach plan auf eine Fläche und diese zwei Komponenten werden verknetet. Darum heißt es auch Knetsilikon. Das müssen wir jetzt bloß relativ schnell machen. Das ist zweifarbig, dadurch sieht man, wie gut man das vermischt hat. So. Es wird dann immer blauer. Also auf jeden Fall gut kneten, das ist das Wichtigste dabei. Trennmittel ist hier fast nicht notwendig, weil das Knetsilikon eine sehr hohe Schorhärte hat und man zerreißt es quasi nicht beim Abnehmen. Wäre natürlich besser, wenn man das noch etwas einsprüht mit irgendeinem Silikontrennmittel. So, das haben wir jetzt vermischt und jetzt nehmen wir das einfach so, passen es etwa der Form an, legen es hier drüber und drücken es richtig drauf. So, alles bedeckt halten. Den Rand kann man ein bisschen anformen, damit es dicker wird. Je mehr Silikon, desto stabiler wird die Form natürlich. So. Es muss halt überall mit Silikon gut anliegend bedeckt sein. Man kann es richtig einmassieren.
So, alles was wir jetzt tun müssen, ist ein paar Minuten warten. Also um mal die Wartezeit zu überbrücken, wenn jemand Interesse hat, so ein Knetsilikon einzusetzen, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu diesem Knetsilikon. Dann könnt ihr euch was holen und könnt es nachmachen. Inzwischen ist die Sache hart. Die Zwischenzeit haben wir überbrückt, aber das dauert in etwa 5 Minuten und dann haben wir die Form. So, die habe ich jetzt schon mal weggenommen. Das wäre jetzt unsere Form. Man sieht es noch nicht, aber voilà, das Teil ist da drin. Das nehme ich jetzt mal raus. Dieses Metallteil muss man halt vorsichtig drücken, ist aber kein Problem. So, jetzt haben wir wieder unser Metallteil und hier haben wir die Duplizierform. Die ist flexibel, beweglich. Die kann man jetzt wieder auffüllen mit Harz. Man könnte auch Rovings einlegen, man könnte diesen Hebel sogar verwenden, wenn man hier mit Carbon arbeitet und mit Rovings. Dann erzeugt man damit einen funktionsfähigen Hebel. Das kann man natürlich jetzt beliebig oft abformen und kann praktisch in einem Zug, sage ich jetzt mal, in den nächsten 10 Minuten fertige Hebel bauen. Natürlich muss man dann die Trockenzeit beachten von dem Laminat. Das dauert etwas länger wie beim Silikon, etwa über Nacht. Aber über Nacht sind diese Bauteile komplett fertig. Mit der Methode, sofern man ein Uhrenmodell besitzt oder noch eins anfertigen lässt, das ist ein gedrucktes Teil, das nach einem Datensatz gemacht worden ist, kann man diese Teile auch stabiler machen. Und zwar, indem dass man hergeht und macht von diesen Teilen eine Silikonform. Wie das geht, das haben wir gesehen, mit Knetsilikon, relativ einfach. Hat man diese Form, kann man dieses Teil in Carbon laminieren. Das haben wir hier mal gemacht. Das ist ein Kufenfitting, der ist gedruckt. Der würde sehr wahrscheinlich auch so gut halten am Scale-Modell. Wir haben dann gesagt, okay, Sicherheit geht vor und haben dieses Teil in einer entsprechenden Silikonform, wie wir sie hier haben, die ist natürlich nur etwas größer, abgeformt. Wie schon gesagt, es geht in Sekunden, das Abformen, und haben anschließend das Teil aus Carbonlaminat gefertigt. Der Vorteil zudem, Aussehen ist in etwa ähnlich, ist ja klar, ist ja ein Duplikat von dem und Silikon zeichnet wirklich jedes Haar ab. Es wird leicht trennbar sein, damit geht auch nichts kaputt an den Kanten, aber dieses Teil kann man mit dem Hammer draufhauen, da passiert nichts. Bei dem Teil kann man einmal draufhauen und dann war es das. Das ist halt der Unterschied. Hier habe ich eine Silikonform, die schaut jetzt aus wie eine Schüssel. War sie auch mal. Also die Außenform beim Gießen war ein einfaches Behälter aus der Küche, habe ich der Frau geklaut, eine Schüssel. Und in diese Schüssel haben wir dann ein Uhrmodell gesteckt. Das hole ich jetzt mal raus. So, da ist ein Dübel drin. Jetzt zeige ich dir das mal. Das ist das Uhrmodell. Das ist nur zu Demonstrationszwecken. Das ist ein Spinner eines Multicopters. Der sitzt hier über der Propellernarbe. Das haben wir gedruckt, das Teil. Anschließend wurde es gespachtelt und lackiert. Und dann wurde davon diese Silikonform gemacht. Und zwar in der Form, dass wir dieses Teil in die Schüssel gestellt haben. Das ist ein Drehteil. Darauf wurde dann dieses Teil gesteckt. So, und jetzt stellen wir sich hier die Schüssel vor und die ist mit Flüssigsilikon aufgefüllt worden. Später getrennt, das Ganze. Dann haben wir unsere Form. Die ist natürlich nicht stabil, deswegen legen wir die immer wieder in diese Schüssel, in der sie hergestellt worden ist. Und dann kann man darin unzählige Spinner in einem anderen Material, eben Epoxy oder Polyester, herstellen. Als Beispiel für eine gelungene Silikonform zeige ich euch jetzt mal, was da herauskommt. Dieser Blatthalter ist nicht aus Metall, der ist aus GFK mit einem Metallinnenleben und der Blatthalter selbst wird von der Form her in dieser Silikonform gestaltet. Also man kann sehr viel damit machen, auch im technischen Bereich, das nachher eine bestimmte Belastung aushalten muss. Man muss nur wissen, wie. So, das war's wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann liked mich, abonniert mich und schreibt mir bitte in die Kommentare.
Ansonsten für heute, tschüss.